Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Eigentlich war für diese Woche ein ganz anderes Video geplant und eigentlich sollte das schon am gestrigen Freitag kommen. Aber wenn rund 1400 Kickstarter-Pakete zu packen sind, ist das mit dem eigentlich so eine Sache. Und da man als Außenstehender meist denkt, ach, mal eben ein paar Pakete einpacken ist doch ein Klacks und sich zugleich über die ach so hohen Versandkosten aufregt, möchte ich zu diesem Thema mal ein paar Worte verlieren. Quasi als direkt Betroffener von der anderen Seite der Packstraße. An dem Buch-Kickstarter von Gerard und mir hatten sich ja rund 1700 Unterstützer beteiligt. Hinzu kamen dann noch einige hundert Late Pledge Teilnehmer und Vorbesteller sowie ein paar Händlerbestellungen. Wegen Corona mussten wir den Versand der fertigen Bücher aber nun aufteilen. Gerard verschickt alle Bücher, zu denen noch Shifting Lens Produkte bestellt wurden, was etwa 1/3 der Gesamtmenge entspricht. Ich kümmerte mich um die restlichen 2/3, sprich die rund 1400 Bestellungen, wo 1 bis 3 einzelne Bücher einzupacken waren. Mit Michel, einem guten Freund, der auch schon am Buch mitgearbeitet hatte ich mich dazu für 5 Tage zum Miniaturicum nach Wolfsburg begeben. Denn der Tabletop-Laden zieht gerade in neue und größere Räumlichkeiten um, so dass wir ausreichend Platz zum Lagern der Bücher und Verpackungsutensilien und vor allem zum Einpacken hatten. Denn bereits das Thema Platz sollte man beim Versand nicht unterschätzen. Die Bücher kamen nämlich auf 4 € Paletten an, dazu 2 weitere Paletten mit Verpackungsmaterial. Außerdem hatten wir vorab 8 DHL-Rollcontainer für die Abholung der fertigen Bücher bestellt. Unser Packtisch war zwar etwas improvisiert, aber dafür mit viel Platz drumherum, um zum Beispiel vorgefaltete Kartons abzulegen. Um möglichst zügig voranzukommen, wurden die einzelnen Bücher erstmal in schützende Luftpolstertüten gesteckt. Im nächsten Schritt kam dann immer eine, schon vor Wochen gepackte Tüte mit den Stretchgoals hinzu. Das Ganze dann in einen Wickelkarton, Klebeband drumherum und abschließend noch ein Versandlabel mit der Empfängeradresse drauf. Dafür kam extra noch einen Tag lang Tim vorbei, ein weiterer Freund von mir. Trotzdem haben wir am vorletzten Abend noch eine Nachtschicht bis 3 Uhr morgens einlegen müssen, damit jedes Buch wirklich sicher verpackt ist und unbeschadet beim Empfänger ankommt. Was außerdem extrem viel Zeit gekostet hat, war das Korrigieren und Überprüfen von rund 10% aller Adressen. Daher mein Appell, wenn ihr einen Kickstarter wirklich top unterstützen wollt, gebt eure Adresse vernünftig an. Nicht über eine App und nicht mit irgendwelchen Spaßbezeichnungen, sondern mit korrekten Postleitzahlen und Hausnummern und mit Groß- und Kleinschreibung. Denn sonst lassen sich die Datensätze nicht in die DHL-Software importieren und man muss jeden Fehler manuell beheben. Und das dauert. Und nervt. Vor allem, wenn man in der Zeit eigentlich etliche Pakete packen könnte. Eine weitere Bitte in dem Zusammenhang wäre von mir: Schaut in die Kickstarter-Updates. Alles rund um den Versand und wie lange das Verschicken dauert, hatten wir mehrfach auf Kickstarter kommuniziert und natürlich E-Mails mit Tracking-Nummern angekündigt. Sowas ist ja mittlerweile auch Standard. Dennoch bekomme ich bis heute E-Mails, Facebook- und Kickstarter-Nachrichten, ob das jeweilige Buch schon abgeschickt ist, ob man noch spontan die Lieferadresse ändern könnte und. Bei einem kleinen Projekt mit ein paar Dutzend Unterstützern ist sowas vielleicht kein Problem. Aber wenn man über 2000 Personen zu beliefern hat, dann schon. Aber davon abgesehen hat der Versand riesigen Spaß gemacht. Auch wenn es natürlich mega anstrengend war, ich meine Füße vom vielen Stehen gerade kaum noch spüre und meine Hände unzählige Minischnitte von der Pappe abbekommen haben. Michel und Tim haben einfach großartig geholfen und wir haben mega viel gelacht. Am Ende kam aber natürlich, was kommen musste. DHL schaffte den ursprünglichen Abholtermin nicht, sodass diese 1400 Pakete leider erst am Dienstag, den 2. März auf die Reise gehen. Also bitte nicht wundern, wenn bis dahin eure Tracking-Nummern keine Bewegung anzeigen. An dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an Michael Funk von Miniaturicum. Nicht nur für die Lagerfläche, sondern auch bei allen Fragen rund um den Versand, die Adressenlisten, die DHL-Software und. Ganz besonders, weil gerade sein eigener Umzug mit dem Ladengeschäft läuft und der Brexit mit all seinen Lieferengpässen nervt. Ich hoffe, ihr denkt nun ein klein wenig anders über Versandkosten, die ein paar Euro über den eigentlichen Portokosten liegen. Versand ist halt Aufwand und Arbeit.
Allen Kickstarter-Unterstützern, Late Pledge-Teilnehmern und Vorbestellern nochmals vielen Dank für Ihren Support und die Geduld. Und nun viel Spaß mit dem Buch. Wir sehen uns am nächsten Freitag und nicht vergessen, eure Adresse immer korrekt schreiben, das hilft mehr als ihr denkt. Bis dann.